Hallo, wir sind gerade hier am Bahnhof in Ho Chi Minh City, auch bekannt als Saigon. Und gleich fahren wir mit dem Zug nach Hanoi. Die Zugfahrt dauert insgesamt einen Tag und 10 Stunden und ist ungefähr 1700 Kilometer lang. Das heißt, wir fahren einmal komplett durch Vietnam und wir nehmen euch mit. Das wird aufregend. Ho Chi Minh City hat übrigens 10 Millionen Einwohner, was ein Zehntel ist von Vietnam. Vietnam hat 100 Millionen Einwohner. Und in Ho Chi Minh City gibt es das zweitgrößte Hochhaus in ganz Südostasien, das Landmark 81. Ja, und ist auch das größte Hochhaus in Ho Chi Minh City. Wie hoch ist das? Keine Ahnung. Früher hieß Ho Chi Minh City Saigon, aus der Khmer-Sprache übersetzt heißt das Dorf im Wald. Und nach der Wiedervereinigung Vietnams 1975 wurde Hanoi die Hauptstadt von Vietnam. There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Wir suchen heißes Wasser für unser Abendessen. Sorry. Khách đông nhà mình có nhu cầu dùng cỡ bữa sáng này đây. Thank you. Thank you. Ah, das ist ja. Hot. Und du musst 2 Knöpfe drücken. Escape this time. So, wir haben gerade unser Abendessen hier. Es gibt lecker Nudelsoup. Als wir vorhin hier angekommen sind, war erst noch eine Frau mit 2 Babys hier drin. Und als wir außen am Zug vorbeigelaufen sind, haben wir gesehen, wie das Baby auf dem Boden gekotzt hat. Da war eine riesen Pfütze. Dann haben wir noch gesagt, hoffentlich ist das nicht unser Zimmer. Natürlich war es in unser Zimmer, aber neben uns im Raum war noch ein anderer Teil der Familie und die haben jetzt getauscht mit 2 anderen, die in dem Zimmer waren. Und jetzt sind wir ohne Babys hier im Zimmer und das heißt, wir können hoffentlich gut schlafen. Ja, wir teilen unser Abteil jetzt mit 2 anderen Backpackern Ja, und keinen Kindern. aus Keine Litauen Babys. sind die. Jetzt schon 1 Stunde unterwegs und Isabel guckt schon mal, wie weit wir denn schon gekommen sind. Und Schatz, wo sind wir? Immer noch in Ho Chi Minh irgendwie. Wir haben uns noch nicht weit vom Blick bewegt. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie an. Die Maus ist jetzt schlafbereit und wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Sieht unser Zimmer hier aus. Da unten hat Isabel geschlafen. Hier oben habe ich geschlafen. Das ist die Aussicht aus dem Zug. Mal mit Meer, mal ohne. Und jetzt gibt es gleich Frühstück. Was gibt es zum Frühstück? Apfel und Banane. Wir haben uns leider nicht so gut vorbereitet und haben uns kein Baguette gekauft vorher. Hoffentlich halten wir bald an, dann können wir uns ganz viel Baguette kaufen.
Hans hat Baguettes gekauft. Bia cookie. Ah, no, thank you. That's chicken. No, I've baguette. Baguette. Baguette is good. Thank you. Coffee. Ah, no, thank you. Jetzt gibt's nochmal Frühstück. Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Lesen. Und sonst so? Aussicht genießen. Ja, das stimmt. Das kann man ganz gut. Reis und Gemüse. Und dazu gibt es auch noch Sup. Wir sind jetzt hier in Da Nang angekommen, das ist ungefähr die Hälfte der Strecke. Wir haben kurz vor 4 nachmittags und morgen früh um 9 Uhr kommen wir dann hoffentlich in Hanoi an. Von Ho Chi Minh nach Hanoi ist nicht elektrifiziert. Alle Züge der National Railway fahren dieselbetrieben. Hier seht ihr den Waggon der 3. Klasse. Die Abteile der 2. Klasse haben 6 Betten. In jedem Waggon findet man auch ein Waschbecken. Außerdem gibt es heißes Wasser und Toiletten. Die Abteile der 1. Klasse haben nur 4 Betten. Schlafen kann man ja eigentlich recht gut. Es wackelt zwar die ganze Nacht. Und wenn man leicht seekrank wird, könnte es ein kleines Problem werden. Aber ich muss sagen, das war eigentlich ganz okay. Das Bett ist recht schmal. Okay. Fall asleep to the sounds of the sea. You right by my side is such a Endlich geschafft. 36 Stunden später sind wir in Hanoi angekommen. Es wurde auch Zeit. Mal schauen, was wir heute hier in Hanoi so machen, denn es ist Neujahr. Gestern war Lunar New Year. Die Leute im Zug haben auch ein bisschen gefeiert. Wahrscheinlich haben heute die meisten Sachen zu. Es ist einfach komplett leer hier im Bahnhof. Wir sind die Einzigen. Wir sind jetzt in der Hauptstadt Vietnams angekommen, in Hanoi. Die Zugfahrt war recht angenehm, muss ich sagen. Ich habe Schlimmeres erwartet, aber es kommt auch immer darauf an, wer mit einem im Abteil ist. Und wir haben insgesamt 214 € bezahlt. Auf jeden Fall in Ordnung. Plus, man hat die Aussicht und das Erlebnis. Mit dem Flugzeug ist man ja in 2 Stunden schon da. Stimmt. Alles in allem hat mir die Zugfahrt recht gut gefallen, muss ich sagen. Der Service war gut, wir hatten immer genug zu essen, es gab zu trinken. Ich war auch überrascht, wie gut wir geschlafen haben, hätte ich nicht gedacht. Die lange Zeit haben wir auch gut rumbekommen. Genau. Und jetzt werden wir Hanoi erkunden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.